Im strahlenden Sommerlicht des Trysil-Flussstalls in Norwegen spiegelt sich der weite blaue Himmel im kristallklaren, kalten Wasser. Erik und Laura ruderten in einem kleinen Holzboot den Fluss entlang und genossen die ruhige Morgenstimmung, die sie noch nie zuvor erlebt hatten. An beiden Ufern erstrecken sich endlose Reihen hoher Kiefern und schaffen eine Szenerie, die gleichermaßen wild und seltsam friedlich wirkt. Eine sanfte Brise wehte hindurch und ließ die Wasseroberfläche leicht kräuseln, wobei die weichen, seidigen Sonnenstrahlen, die auf jede einzelne Welle fielen, reflektiert wurden. Sie ahnten nicht, dass der nächste Moment den Beginn einer berührenden Reise markieren und ihr Leben für immer verändern würde. Von stromabwärts bewegte sich die Wasseroberfläche plötzlich ungewöhnlich stark, als ob ein großes Lebewesen die ruhige Strömung stören würde. Erik blickte auf und bemerkte sofort eine dunkelbraune Gestalt, die mit hoher Geschwindigkeit auf ihr Boot zuraste. Nur wenige Sekunden später zeichnete sich die deutliche Gestalt eines ausgewachsenen Braunbären ab, was beide in extreme Angst versetzte. Sein massiger Körper schnitt kraftvoll durch das Wasser, jeder Ruderschlag ließ das kleine Boot bedrohlich schaukeln. Laura geriet in Panik und flüchtete ins Innere des Bootes, wobei ihre Hände unbewusst den Rand des Bootes umklammerten, ein Überlebensinstinkt. Erik wandte sich sofort dem riesigen Wesen zu und umklammerte das Ruder in seiner Hand als seine einzige Verteidigungswaffe. Der Bär wirkte jedoch nicht aggressiv und hatte keinerlei Angriffsabsicht, ganz im Gegensatz zu ihren Befürchtungen. Seine Augen waren müde, aber tiefgründig, und jede Bewegung zeugte von einer unergründlichen Schwere. Als der Bär sich dem Boot näherte, verlangsamte er sein Tempo, als ob er vor dem Weitergehen zögern wollte. Erst dann sahen sie, was es die ganze Zeit beim Heranschwimmen versucht hatte, im Maul zu behalten. Als der Bär sein Maul öffnete, kam ein winziges, nasses Junges zum Vorschein, dessen kleine Pfötchen sich verzweifelt an das Fell der Mutter klammerten. Die Bärenmutter mühte sich, den Kopf zu heben und deutete mit ihrem Jungen auf Laura, als ob sie verzweifelt um Hilfe flehen würde. Lauras Augen weiteten sich, fast ungläubig darüber, dass ein wildes Tier seine Jungen so plötzlich einem Menschen anvertrauen würde. Erik hielt das Ruder noch immer in der Hand, seine Augen verfolgten angespannt jede Bewegung des ausgewachsenen Bären. Die Bärenmutter stieß ein schwaches, tiefes Stöhnen aus, das so gar nicht zu ihrer kräftigen Statur passte. Instinktiv griff Laura nach vorn, obwohl sie noch immer vor Angst und Aufregung zitterte. Als ihre Hand das Bärenjunge berührte, kuschelte sich das kleine Wesen sofort in ihre Arme, um sich zu wärmen. In diesem Moment ließ die Bärenmutter ihr Maul los, sodass Laura das Junge in ihre Arme nehmen konnte. Es blickte das Paar mit traurigen, aber vertrauensvollen Augen an, als wäre dies die einzige verbliebene Botschaft. Erik biss die Zähne zusammen und blieb defensiv, obwohl er spürte, dass mit der Bärenmutter etwas nicht stimmte. Der große Bär begann zurückzuweichen, atmete schwer und war sichtlich völlig erschöpft. Nur einen Zug später ließ es sich von der kalten Strömung treiben, als hätte es seine letzten Kräfte verbraucht. Beide waren fassungslos, als sie sahen, dass der Körper der Bärin zur Seite gedreht war und eine große, blutige Wunde unter ihrem Bauch sichtbar wurde. Das klare Wasser färbte sich augenblicklich hellrot und bildete einen dünnen Streifen, der mit der Strömung davontrieb. Erik stieß einen verzweifelten Schrei aus und versuchte, den Bären zu erreichen, aber er war zu weit entfernt, um etwas Sinnvolles tun zu können. Laura stand still und hielt das Bärenjunge fest an sich gedrückt, während es bei jedem Wellenschlag zitterte. In nur wenigen Sekunden sank der Kopf der Bärenmutter vollständig ins Wasser, sodass die Flussoberfläche gespenstisch ruhig war. Die Umgebung wurde plötzlich erdrückend still, nur das Rauschen des kalten Windes, der durch die hohen Kiefern strich, war noch zu hören. Das Paar verstand, dass die Bärenmutter ihren letzten Atemzug nutzte, um ihr Junges an einen sichereren Ort zu bringen. Dieses Opfer rührte sie zutiefst und bestärkte sie in ihrem Entschluss, das kleine Wesen, das in ihren Herzen zitterte, zu beschützen. Laura öffnete sofort ihren Rucksack und holte ein dickes Handtuch heraus, um den kleinen Bären darin einzuwickeln und ihn so in der eisigen Kälte etwas zu wärmen.
Das Bärenbaby atmete schwach, aber seine Augen waren halb geöffnet und suchten wie ein Neugeborenes nach menschlichem Geruch. Erik ruderte das Boot schnell ans Ufer, sein Herz hämmerte noch immer von dem Grauen, das er soeben miterlebt hatte. Sie rannten zur örtlichen Tierstation in der Nähe des Thusilwaldes und erregten so die Aufmerksamkeit aller Umstehenden. Die Tierärzte waren überrascht, als sie feststellten, dass sie ein Bärenjunges bei sich trugen, das dem Tod im eiskalten Wasser gerade noch entkommen war. Der Arzt untersuchte es sofort, trocknete es ab, hörte den Herzschlag ab und benutzte ein Heizkissen, um die Körpertemperatur zu stabilisieren. Erste Untersuchungen ergaben, dass das Jungtier völlig gesund, nur etwas unterkühlt und leicht unterernährt war. Laura brach in Tränen der Erleichterung aus, während Erik seufzte, als hätte er gerade eine Last abgelegt, die ihn viele Minuten lang bedrückt hatte. Der Arzt sagte, die Auffangstation sei vorübergehend überlastet und brauche jemanden, der sich in den ersten Wochen um die Jungtiere kümmere. Erik und Laura sahen sich lange an und verstanden beide, was sie einander mitteilen wollten, ohne es laut aussprechen zu müssen. Sie beschlossen, das Bärenjunge vorübergehend zu adoptieren und gaben ihm liebevoll den Namen Noro nach der Bergkette, in der sie sich aufhielten. Der kleine Bär kuschelte sich in Lauras Arme, als fände er nach dem großen Verlust seines Lebens neue Wärme. In den ersten Tagen fütterten sie Noro mit warmer Milch aus einem kleinen Fläschchen, und nach jedem Schluck rollte sie sich zusammen und schlief in Lauras Armen ein. Nur wenige Wochen später war Noro wacher und genoss es, den kleinen Hinterhof ihres Hauses zu erkunden. Laura brachte dem Tier bei, sich auf die Hinterbeine zu stellen und das Balancieren auf Baumstämmen in der Mitte des Hofes zu üben. Erik füttert Noro jeden Morgen mit frischem Fisch, Honig und Beeren, damit es schneller an Gewicht zunimmt. Noros Gestalt veränderte sich jeden Tag, ihr Fell wurde dichter und ihre Augen wurden strahlender und schärfer. Es trottet Erik immer hinterher, wenn er draußen arbeitet, und sorgt dabei für eine unbeschreiblich komische Szene. Nachts kuschelt sich Noro am Kamin zusammen und schläft wie ein Kind, das eine neue Familie gefunden hat. Laura saß oft daneben und streichelte es, wobei sie die seltsame Verbindung zwischen Mensch und dem kleinen Wildtier spürte. 6 Monate später ist Noro enorm gewachsen, er ist groß und hat einen kräftigen, energiegeladenen Körper. Dennoch erwachten seine natürlichen Instinkte, besonders als es den grünen Wald in der Ferne erblickte. Erik verstand, dass Noro zur Natur zurückkehren musste, wo seine wilde Blutlinie ihren Ursprung hatte und genährt wurde. Laura spürte es auch, obwohl ihr Herz die bevorstehende Trennung nicht ohne weiteres akzeptieren konnte. Sie beschlossen, Kontakt mit den Rangern des Thusil-Reservats aufzunehmen, um eine geeignete Umgebung für Noro zum Aufwachsen zu finden. So schmerzlich es auch war, sie wussten, dass dies der richtige Schritt war, um Noro zu einer besseren Zukunft zu verhelfen. An diesem Abend versammelten sich die 3 ein letztes Mal um den Kamin, wie eine kleine Familie, bevor sie sich trennten. Am nächsten Morgen brachten sie Noro in ein Schutzgebiet, wo im weitläufigen Thusilwald weitere Wildbären lebten. Die Ranger hießen sie herzlich willkommen und dankten ihnen für die 6-monatige, hingebungsvolle Betreuung, die nur wenige leisten konnten. Noro wurde in ein natürliches Rehabilitationsgebiet gebracht, wo er lernen konnte, sich wieder an das Leben in freier Wildbahn anzupassen. Bevor Noro den Wald betrat, wandte er sich Laura und Erik mit einem vertrauten Blick zu, der sie sprachlos machte. Laura hielt sich die Hand vor den Mund und versuchte, die Tränen zurückzuhalten, als sie zusah, wie das kleine Wesen, das sie einst in den Armen gehalten hatte, aus dem kalten Wasser auftauchte. Erik legte seiner Frau die Hand auf die Schulter und nickte leicht, um ihr zu versichern, dass alles, was sie taten, für Noros Zukunft bestimmt war. Das sommerliche Sonnenlicht fiel auf Noros braunes Fell, als es langsam, nun selbstsicher und stark, in den Wald ging. Das Paar stand schweigend da und schaute zu, im Wissen, dass sie das größte Geschenk für ein armes Geschöpf vollbracht hatten.